Hallo und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin hier gerade in einer Normalschule, also deswegen nicht wundern, wie es aussieht und wundert euch nicht, wie mein Gesicht aussieht. Ich habe mich am Wochenende verbrannt. Mörder, krass verbrannt. Meine Haut war so rot und ich bin so froh, dass ich es überlebt habe. Und jetzt kommen wir zum Video. Und es geht in diesem Video um Tesla. Tesla baut wirklich mit Abstand die geilsten Elektroautos, die es überhaupt gibt. Die ziehen alle Register durch, die machen alles, was es nur geht, um dieses Auto genial zu machen. Und jetzt kommen wir zu der Vorstellung vom dritten Modell. Da labert Elon Musk ganz schön viel Unsinn. Bitte stimmt mir zu und schreibt es mal in den Kommentaren, ob ich recht habe oder nicht. But I want to start talking. Just preface this by talking about why are we doing this? Why does Tesla exist? Why are we making electric cars? Why does it matter? It's because it's very important to accelerate the transition to sustainable transport. It really is. This is really important for the future of the world. We have record high CO2 levels. We recently passed over 403 parts per million of CO2 in the atmosphere. You can see the chart, and it looks like a vertical line, and it's still climbing. And the last time there was this level of carbon concentration was 11 million years ago. Okay, that was approximately when primates started walking upright. The world was very different. We do not want to return to that situation. And what that CO2 increase results in is a steadily increasing temperature. So we've already increased by 2 degrees. In fact, that doesn't tell the whole story because the extremes of temperature increased by as much as 20 degrees. And that line is going to keep going for some time into the future. It's really important. It makes a difference if we accelerate the transition to sustainable transport. And beyond global warming, there's just the fact that combustion cars emit toxic gases. And according to an MIT study, there are 53,000 deaths per year in the US alone from auto emissions. So it stands to reason that if a vehicle is spewing toxic gas, that's obviously bad for your health. And so to address this, what we came up with the Tesla was what we call the secret master plan. So, Ja, mein Name ist Elon Musk. Ja, und ich habe einen Secret Masterplan. Mit dem Masterplan könnt ihr meine Autos kaufen und ihr könnt dazu beitragen, weniger CO2 auszustoßen. Ich meine, es ist so wenig, aber kauft meine Elektroautos. Masterplan. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Elon Musk fängt damit an, dass wir immer mehr und mehr CO2 in der Atmosphäre haben und dass die Temperaturen steigen. So, fangen wir dann schon mal an. Autos produzieren CO2, das stimmt. Aber das Verhältnis stimmt nicht so ganz. Wieso wollen wir unbedingt ein Elektroauto haben? Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ich bin sowas von für Elektroautos. Ich finde, man soll in allen Aspekten versuchen, so wenig wie möglich CO2 zu produzieren. Aber wieso fängt man nicht mit dem größten Anteil an, das CO2 produziert? Und das ist die Tierindustrie. So Leute, und dann nochmals als Vergleich. Die Tierindustrie produziert 18% der Treibhausgase, 13% gerade mal die Verkehrsmittel. Und bei den Verkehrsmitteln meine ich alles, was verwendet wird, wie zum Beispiel Schiffe, Flugzeuge, Züge und so weiter und so fort. So Leute, und das Krasse ist, betrachtet man alles, was es um die Tierindustrie gibt, auch die ganzen Verkehrsmittel, kommen wir auf 51% der ganzen Treibhausgase, die dadurch entstehen. Ich meine, wo bleibt die Logik mit den Elektroautos? Er kommt jetzt damit an und sagt, dass Autos giftige Gase produzieren und 53.000 Tote jährlich dadurch verursachen. Aber jetzt habt ihr schon mal darüber nachgedacht, wie viele Tote allein durch Herzinfarkt entstehen? Und ich meine,
Das ist alles durch Cholesterin, alles durch Tierernährung. Das heißt, würde man das weglassen, würde man CO2 verringern und Hunderte von Tausenden von Menschen würden nicht sterben. Und Leute, bitte versteht mich nicht falsch. Ich finde, Tesla ist so ein geiles Auto. Und ich finde auch, das ganze Konzept dahinter ist so geil. Deswegen, bitte, wenn ihr könnt, kauft euch dieses Auto. Ihr solltet supporten, wie es nur geht. Aber es regt mich einfach nur auf, wenn Elon Musk vor so vielen Menschen so einen Blödsinn erzählt. Das ist halt überhaupt nicht relevant in der Summe. Das bisschen, was da an Elektro dann rumfahren wird, das macht nichts aus. Nichts von dem Chart, was er gezeigt hat, das bis ganz nach oben geht. Und überlegt mal, wir würden sogar ohne Öl, würden wir kein Öl mehr verwenden, egal wo, würden wir trotzdem unsere Limits, die wir gesetzt haben für 2030, für die CO2-Limits, würden wir die trotzdem erreichen, ohne Öl zu verwenden, allein nur durch die Tierindustrie. Ich hoffe, Leute, ihr könnt mir ein bisschen zustimmen. Falls nicht, schreibt es einfach unter den Kommentaren, wo ich das falsch sehe. Bitte, ich würde mich so freuen. Und Leute, bis zum nächsten Mal. Subscribe.